Ein 77-Kilo-Mastiff saß 19 Monate im Tierheim, weil ihn niemand wollte. Alles, was er tat, war schlafen. Sie nannten ihn das Möbelstück. Aber was dieser faule, sabbernde, couchstehlende Riese eines Nachts um 2 Uhr morgens tat, hat eine ganze Nachbarschaft in Schock versetzt. Und niemand nannte ihn jemals wieder faul. Niemand wollte ihn haben. Ein 77 Kilo English Mastiff mit einem Kopf so groß wie ein Basketball, Pfoten wie Suppenteller und einem Gesicht, bei dem die meisten Leute die Straßenseite wechselten. Sein Name war Tank und 19 Monate lang saß er im selben Betonzwinger eines Tierheims in Brandenburg und sah zu, wie 300 Familien an ihm vorbeigingen. Die erste Familie sagte, er sei zu groß. Die zweite sagte, er sabbert zu viel. Die dritte hat es nicht mal bis zum Eingang geschafft. Einmal durch die Scheibe geguckt und direkt wieder weggefahren. Die Mitarbeiter nannten ihn das Möbelstück, weil er einfach nur da lag. Nicht aus Traurigkeit, nicht aus Resignation. Tank war einfach der faulste Hund, den irgendjemand jemals gesehen hatte. Aber was niemand wusste, dieser faule Hund würde bald etwas tun, das eine ganze Nachbarschaft sprachlos machen sollte. Lena war 28, frisch geschieden, zum ersten Mal allein, in einem kleinen Haus am Rand einer ruhigen Siedlung in Niedersachsen. Ihre Freundinnen sagten, sie solle sich einen Hund zulegen, was Kleines, einen Dackel vielleicht, irgendwas Handliches. Lena ging ins Tierheim, sah Tank auf dem Rücken liegen, alle 4 Pfoten in der Luft, schnarchend wie ein Presslufthammer, und sie sagte 5 Worte, die beider Leben für immer verändern sollten. Den da will ich haben. Die Mitarbeiterin blinzelte. Das sind 77 Kilo Hund. Und ich bin 60 Kilo Sturheit, antwortete Lena. Wir kriegen das hin. Die erste Woche war eine Erfahrung. Tank hat nichts kaputt gemacht, nicht gebellt, nicht gesprungen. Er hat einfach nur die Couch in Beschlag genommen, die komplette Couch. Er lag auf dem Rücken, Beine in alle Richtungen, Zunge seitlich raushängend und hat sich stundenlang nicht bewegt. 14 Stunden am Stück geschlafen. Lena musste zweimal nachschauen, ob er überhaupt noch atmet. Ihr Nachbar Günther, pensionierter Polizist, stand eines Morgens am Zaun und schüttelte den Kopf. Das Vieh könnte deinen Kopf im Ganzen verschlucken. Das Vieh, sagte Lena, hat gerade 45 Minuten versucht, auf meinen Schoß zu klettern. Der verschluckt nichts außer seinen eigenen Sabber. Und das war Tank, 77 Kilo couchstehlender Schnarchmonster, der Angst vor dem Staubsauger hatte und von seiner eigenen Spiegelung verwirrt war. Er ist mal vor einem Schmetterling weggerannt. Einem Schmetterling, Leute, echt jetzt. Lenas Mutter rief jeden Sonntag an. Hat dieses Monster dich schon gefressen? Mama, der hat Angst vor dem Toaster. So locken die einen rein. Aber was euch niemand über Mastiffs erzählt, hinter diesen hängenden Augen steckt eine Rasse, die ursprünglich gezüchtet wurde, um englische Anwesen zu bewachen und Vieh vor Wölfen zu schützen. Die müssen nicht bellen, allein ihre Präsenz reicht. Und Tank hat davon nie etwas gezeigt. Kein einziges Mal in 6 Monaten. Bis zu einer Nacht. Also Leute, wenn ihr bis hierhin noch zuschaut, aber noch nicht abonniert habt, dann bricht mir das ehrlich gesagt das Herz. Drückt jetzt auf Abonnieren. Ihr wollt sehen, was als nächstes passiert. Es war ein Dienstag im Januar, 2:14 Uhr nachts, -8 Grad. Lena schlief und Tank lag an seinem üblichen Platz auf der Couch, auf dem Rücken und nahm mehr Platz ein, als jedes lebende Wesen es sollte. Sie hörte nicht, wie jemand an der Hintertür den Griff drehte. Sie hörte nicht, wie das Küchenfenster aufgeschoben wurde, aber Tank schon. Zum ersten Mal in 6 Monaten stand Tank auf. Nicht langsam, nicht gemütlich. Er bewegte sich, als hätte jemand einen Schalter aufgelegt. Etwas Uraltes in ihm war erwacht. Lena wurde von einem Geräusch geweckt, das sie nie zuvor gehört hatte. Ein Knurren so tief, dass es durch die Wände vibrierte. Nicht laut, nicht hektisch. Tief, gleichmäßig und absolut furchterregend. Sie schnappte sich ihr Handy und schlich in den Flur. Was sie sah, ließ sie erstarren. Tank stand am Kücheningang, alle 77 Kilo fest auf dem Fliesenboden, Kopf gesenkt, Ohren nach vorne, Muskeln angespannt und seine Augen, dieselben verschlafenen Augen, waren mit einer Konzentration auf die Hintertür gerichtet, die sie ihm nie zugetraut hatte.
Der Türgriff hörte auf, sich zu bewegen. Eine Pause. Dann Schritte, schnelle, die wegrannten. Lena rief die 112 an. Die Polizei war in 8 Minuten da. Hebelspuren am Küchenfenster, schlammiger Fußabdruck an der Hintertür. Der Beamte ging durchs Haus, prüfte jeden Raum und schaute dann zu Tank, der bereits wieder auf der Couch schnarchte, als wäre nichts gewesen. Und er sagte etwas, das Lena nie vergessen würde. Frau, wer auch immer hier rein wollte, hat ihren Hund gesehen und die klügste Entscheidung seines Lebens getroffen. Manche Geschichten sind einfach zu wichtig, um sie für sich zu behalten. Wenn euch das gerade berührt hat, wisst ihr, was zu tun ist. Am nächsten Morgen kam Günther mit einer Tasse Kaffee rüber. Ich habe die Sirenen gehört. Alles klar? Lena erzählte ihm, was passiert war. Günther schaute durch das Fenster zu Tank. Rücken, Beine, überall. Sabberte auf das Couchkissen. Der Hund hat das gemacht? Der Hund hat das gemacht. Günther nahm einen Schluck Kaffee und nickte langsam. Na, ich glaub's ja nicht. Und wisst ihr was? Tank hat sich nach dieser Nacht kein bisschen verändert. Am nächsten Morgen schlief er bis mittags. Er klaute Lenas Platz auf der Couch, sobald sie aufstand. Er rannte immer noch vor dem Staubsauger weg, zuckte bei Gewitter zusammen, versuchte immer noch, sich auf ihren Schoß zu setzen, obwohl er ungefähr die Größe eines kleinen Ponys hatte. Aber Lena bemerkte etwas, das ihr vorher nie aufgefallen war. Jede Nacht gegen 2 Uhr stand Tank auf, leise. Er ging zur Hintertür, stand dort genau 1 Minute. Ohren nach vorne, Nase arbeitend, die Dunkelheit abtastend. Dann ging er zurück zur Couch. Jede einzelne Nacht. Er hat nie aufgehört zu kontrollieren. Und das ist es, was ich von Tank gelernt habe, Leute. Ein Beschützer zu sein heißt nicht aggressiv zu sein. Tank hat Lena jeden Tag beschützt, mit seiner Wärme, seinem lächerlichen Schnarchen und seiner Fähigkeit, sie zum Lachen zu bringen, wenn das Haus sich zu leer anfühlte. Er hat die ernsten Sachen für den Moment aufgehoben, in dem es wirklich darauf ankam. Lena lebt immer noch in diesem kleinen Haus. Tank gehört immer noch die Couch. Und jeden Sonntag, wenn ihre Mutter anruft und fragt, hat dieses Monster dich schon gefressen, gibt Lena dieselbe Antwort. Nein, Mama, aber er hat ein ganzes Brot gegessen, während ich unter der Dusche war. Manche Helden tragen keine Umhänge, manche nehmen einfach die ganze Couch ein und schnarchen wie eine Kettensäge. Würdet ihr einem 77 Kilogramm schweren, faulen Hund eure Sicherheit anvertrauen? Oder wärt ihr an Tank vorbeigegangen wie alle anderen? Schreibt es mir in die Kommentare.